Warum eine Killer-KI über meine Tomaten wacht. Ich hatte das Problem, dass ich im Haushalt ein paar Erinnerungen brauche, um im Alltag nichts zu vergessen. Aber nicht stumpf per Push-Nachricht aufs Handy, sondern im richtigen Moment, wenn ich gerade auch zu Hause bin. Denn ich habe hier auf dem Balkon zum Beispiel ein paar Tomaten stehen und weil ich es nicht schaffen würde, sie täglich zu gießen, erledigt das ein Solarbewässerungssystem für mich mit einem 10 Liter Wassertank. Aber der ist irgendwann mal leer. Und was kam mir da in den Sinn? Weil mein Smart Home von Homematic IP ist, wollte ich den MP3-Kombi-Signalgeber nutzen. Aber Pustekuchen, der geht nur an der CCU, war lange angekündigt für meinen Access Point, aber das Update kam dann doch nie. Eine Alexa wollte ich auch nicht implementieren, also brauchte ich ein Workaround, was gut ist. Weil so konnte ich meinem Smart Home ein eigenes Gesicht geben. Und was passt besser als die KI aus 2001 Odyssee im Weltraum? Also das sympathische Gesicht eines Killerroboters. Daher habe ich als erstes einen Bausatz von selbigem auf eBay erstanden. Dazu die Homematic IP Modulplatine Open Collector 8-fach und ein MP3 Soundmodul. Den Bausatz habe ich dann erstmal nach Anleitung zusammengebaut, nur die LED-Verkabelung weggelassen und dafür noch Löcher für die Lautsprecherabdeckung gebohrt, damit man später auch was hören kann. Das Funkmodul wird dann per Octocoupler und Widerstand an die Tastereingänge vom Soundmodul angeschlossen. Jetzt kann ich über verschiedene Automationen 16 MP3s abspielen. Die LED habe ich dann für den Blinkeffekt ebenfalls an den Audioausgang gelötet. Das Ganze dann höchst professionell mit Heißkleber ins Hall 9000 Modul eingebaut und noch ein Netzteil dran und fertig. In dem bereits erwähnten Wassertank kommt jetzt noch ein simpler Wasserstandssensor, der mit einer Homematic Kontaktschnittstelle ebenfalls ins Smart Home eingebunden ist, wenn auch leider als Fenster. Ich bekomme jetzt also, sobald mich der Bewegungsmelder erfasst und der Wassertank meiner Tomatenbewässerung leer ist, eine Erinnerung, diesen doch aufzufüllen. Erinnerung. Bewässerung der Tomaten dringend notwendig. Das ist dann je nach Wetter ca. einmal die Woche, aber eben genau dann, wenn ich auch zu Hause bin und es direkt erledigen kann. Wenn ich gerade keine Zeit habe, werde ich beim nächsten Gang im Flur wieder erinnert, solange bis der Tank wieder voll ist. Das gleiche passiert, wenn ich ins Bett gehen will und die Geschirrspülmaschine noch nicht angestellt ist. Erinnerung. Die Spülmaschine muss noch angestellt werden. Oder die Sensoren zu dem Schluss kommen, dass gelüftet werden sollte. Bitte dringend lüften. Oder die Messsteckdose festgestellt hat. Die Waschmaschine ist fertig. Bitte entleeren. Oder der Rasenmäher seine Arbeit beginnt. Der Rasenmäher startet. Bitte überprüfen, ob der Rasen frei ist. Oder der Rasenmäher zu seinem geplanten Arbeitsende nicht wieder in seiner Hütte ist. Achtung! Es wurde eine kritische Störung festgestellt. Oder es an der Tür klingelt. Da bekomme ich allerdings auch eine Push-Nachricht, falls ich gerade im Garten bin. Ding dong. Es klingelt. Und weil noch immer Speicherplätze im Modul frei waren, noch ein paar Infos, die er zwischendurch mal raushaut. Es regnet. Sie haben Post. Willkommen zu Hause. Die MP3s habe ich mir auf dieser Webseite per kostenlosen Text-to-Speech-Programm generieren lassen. Noch ganz kurz zur Automation, die ist ganz simpel. Wenn Bewegung erkannt wird, die Alarmanlage ausgeschaltet ist und der Wassertank leer ist, dann wird der Ausgang 8 für 6 Sekunden geschaltet, also der Knopf 8 vom MP3-Modul lange gedrückt. Es gibt bei den Modulen nämlich 10 Tasten für 20 MP3s, das heißt MP3 1 bis 10 werden bei kurzem Drücken der jeweiligen Taste abgespielt, 11 bis 20 bei langem Drücken. Die MP3-Slots 9, 10, 19, 20 fallen bei mir also raus, weil ich an der Modulplatine ja nur 8 Ausgänge habe, also nur die Tasten von 1 bis 8 kurz oder lange drücken kann. Bei der Erinnerung, die Mülltonnen an die Straße zu stellen, habe ich keinen Sensor an der Tonne und daher würde Hall mich ununterbrochen Mittwochmorgens erinnern. Darum habe ich hier das Heizprofil meiner Werkstatt als Variable missbraucht. Sobald ich einmal erinnert wurde, wechselt das Heizprofil und ich werde an dem Tag nicht nochmal erinnert. So, ich hoffe, das war interessant und vielleicht hat ja der ein oder andere Bock, das nachzubauen.